Kleine Babys sind süß und knuddelig und entsetzlich hilflos. Alles ist klein und funktioniert noch nicht so richtig. Wir lieben zwar die kleinen Füßchen, aber bis sie das Kind eines Tages tragen können, müssen sie noch ein wenig wachsen und kräftiger werden. Trainiert werden halt. Und das gilt für beinahe alles an diesem Baby. Bis auf eins, die Mandel im Kopf. Denn die ist ein echter Überflieger und um die will ich mich im heutigen Vlog ein wenig kümmern. Was hat eine Mandel im Kopf verloren? Während die meisten Organe und Gliedmaßen noch nicht voll funktionstüchtig sind, ist es ein bestimmtes Organ im Kopf sehr wohl. Nein, nicht das Gehirn als Ganzes ist gemeint. Das wird im abenteuerlichen Prozess der Geburt durch den Geburtskanal gepresst und ordentlich geknautscht. Man stelle sich vor, seine Entwicklung sei schon abgeschlossen, wenn das geschieht. Wie viele Nerven würden auseinandergerissen, wie viele Synapsen zerstört. Wenn wir eine vergleichbare Erfahrung später im Leben machen, resultiert das in einer Gehirnerschütterung. Dabei werden Gehirnzellen verletzt, sodass elektrisch geladene Teilchen, mit denen die Zellen untereinander kommunizieren, in die verletzte Zelle gelangen und den Informationsfluss stören. Unser innerer Arzt will das Leck abdichten und dabei entsteht eine Entzündung mit ihren üblichen Folgen. Wir können sie im Kopf nicht sehen, aber wenn doch, dann würde sie sich genauso wie jede andere Entzündung im Körper zeigen. Durch Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und Funktionseinschränkungen. Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, ein Gefühl, wie benebelt zu sein, können das Ergebnis sein. Je nach Schwere der Verletzung dauert es unterschiedlich lange, bis der Schaden behoben ist und die Entzündung zurückgeht. Ist sie sehr schwer, können sogar dauerhafte Schäden entstehen. Sowas möchten wir unseren Kleinsten nun wirklich nicht zumuten. Und die Natur will das auch nicht. Deshalb ist alles noch weich und formbar und funktioniert aus diesem Grunde eben noch eine Weile nicht so wie bei einem Erwachsenen. Aber ein nicht besonders großes Organ tut es schon. Man nennt es den Mandelkern. Die Mediziner sagen Amygdala dazu, was die lateinische Übersetzung ist, die wiederum vom ähnlich lautenden griechischen Begriff abgeleitet ist. Aber letztlich bezieht es sich nur auf seine Form und die ähnelt nun einmal einem Mandelkern. Warum gerade der schon gleich zu Beginn des Lebens voll funktionstüchtig ist und sein muss, liegt im Grunde genommen auf der Hand, wenn man bedenkt, welche Aufgabe er erfüllt. Die Amygdala schlägt nämlich Alarm. Die kleinen Wesen, die sich im Falle der Gefahr weder verteidigen noch weglaufen können, noch nicht einmal die Kühlschranktür öffnen, um sich etwas zu essen herauszunehmen, können wenigstens eins, und das richtig gut, um Hilfe schreien. Die Motivation dazu erhalten sie von ihrer kleinen Hirnmandel. Jedes Mal, wenn auch nur irgendetwas nicht in Ordnung ist oder auch nur so scheint, da geht unsere Amygdala ganz auf Nummer sicher, gilt der Alarm los. Und die Eltern kratzen sich am Kopf. Kann es nicht schlafen? Tut ihm etwas weh? Ist es krank? Fühlt es sich vielleicht einsam? Was ist es? Die große Konstante aus dem Mutterleib wiederzuerleben, ist oft schon genug, um das Kind zu beruhigen. Wärme, Körperkontakt, der elterliche Herzschlag. Wer sein Kind aufnimmt und an sich hält, zeigt seinem Baby nicht nur, dass sie oder er fürs da ist, sondern eicht seine Amygdala und lehrt sie, nicht jeder Pups ist eine Katastrophe. Woher sonst sollte das Baby es auch wissen? Doch mit jeder Wiederholung erkennt die Amygdala, dass sie sich ihren Aufwand manchmal sparen kann. Da haben wir ein Paradox im Kopf. Während unsere Muskeln durch Training kräftiger und größer werden, wird unser Mandelkern kleiner. Er lernt, wann es gut ist, Alarm zu schlagen und wann es vielleicht andere, bessere Lösungen gibt. Innerhalb der ersten 3 Monate nimmt die Amygdala-Aktivität schon deutlich ab. Die Kids,
werden ruhiger und lernen allmählich durchzuschlafen. Wenn das nicht geschieht, dann fehlte möglicherweise der beruhigende elterliche Einfluss oder er wirkte nicht richtig. Vielleicht hatte das Baby Koliken und selbst die Fürsorge der liebevollsten Eltern konnte das nicht ändern. Gelegentlich werden die Eltern durch das Geschrei ihres Babys selbst nervös und übertragen das zurück auf das Kleine. Und manchmal sind die Eltern auch einfach garstig. Möchte man nicht wahrhaben, kommt aber vor. Dann lernt die Amygdala etwas anderes. Mein Alarm reicht nicht aus, um meine Not zu lindern. Die Amygdala schrumpft dann nicht wie erwartet, sondern pegelt sich auf einem überaktiven Niveau ein. Man bekommt es mit einem überängstlichen Kind zu tun, das schneller erregt ist als Gleichaltrige. Und da sich vieles in früher Kindheit Erlernte im Laufe des Heranwachsens verfestigt, kann es sein, dass aus dem überängstlichen Kind ein überängstlicher Jugendlicher und am Ende ein ebensolcher Erwachsener wird. Es reagiert auf kleinste Störungen, die andere kalt lassen, weil die ja gelernt haben, wie man mit so etwas umgeht und dass sie es aus eigener Kraft bewältigen können. Was für ein Hasenfuß, sagen Spötter dann. Dabei ist es einfach nur die Konsequenz aus der frühen Lernerfahrung. Gehirnscans überempfindlicher Erwachsener zeigen, dass ihre Mandelkerne, es gibt nämlich zwei davon, in jeder Gehirnhälfte einen, größer sind als zu erwarten wäre. Das Resultat fehlenden Trainings. Man wünschte sich, das Sixpack würde sich ähnlich verhalten. Hochsensible Personen, so nennt man sie nämlich oder kurz HSP, können das Training aber nachholen, auch wenn sie die Basisprägung für den Rest ihres Lebens beibehalten werden. Sie können sich zum Beispiel darauf einstellen, dass sie nicht selbst dran schuld sind. Das ist nämlich ein erschwerender Faktor, die Infragestellung seiner selbst. Warum stelle ich mich bloß so an? Die anderen tun das doch auch nicht. Was stimmt bloß nicht mit mir? Haben Sie jemals einen Athleten gesehen, der sich angesichts seines ausgeprägten Bizepses gefragt hat, was nicht mit ihm stimmt? Es gibt keinen Grund für Selbstvorwürfe. Alles funktioniert genau so, wie es von Anatomie und Physiologie vorgesehen ist. Als hochsensibel gelten Menschen, deren Nervensystem so überaktiv ist, dass sie auf kleinste Reize reagieren, was eine Menge Stress mit sich bringt. Ganz normale Stimuli der Außenwelt können sie bereits überwältigen. Was für weniger empfindliche Menschen überhörbare Hintergrundgeräusche sind, bohrt sich den HSPs in den Gehörgang, sodass sie all ihre Kraft dafür benötigen, sich auf ihre augenblickliche Tätigkeit zu konzentrieren. Das laugt ihre Energiereserven aus. Einfache Besorgungen werden enorm anstrengend. Immerzu wirkt zu viel auf sie ein. Tut es in Wirklichkeit natürlich nicht, jedenfalls nicht mehr als auf andere Menschen auch. Nur nehmen sie alles viel intensiver wahr, wie von einem inneren Verstärker potenziert. Daher sind die meisten von ihnen ständig auf der Flucht, schnell überfordert und erschöpft und werden obendrein noch gehänselt. Der Begriff Sensibelchen ist nicht nett gemeint, eher als Heulsuse. In einer Welt, die mehr Wert auf Ellenbogen denn Feingefühl legt, gehören sie regelmäßig zu den Verlierern. Nicht, weil sie schwächer oder dümmer sind, sondern weil sie durch Außenreize überfordert werden, sich gerne aus Hektik und Trubel zurückziehen, um durchschnaufen und innerlich wieder auftanken zu können. Ein Großteil ihrer Energie geht fürs sich zusammenreißen drauf. Die Lektion, die das Leben ihnen aufgibt, heißt lernen, wie man sich schützt, seine Energie bewahrt für die wichtigen Dinge und man selbst bleibt in einer anscheinend überwältigenden Umwelt. Für die Hochsensiblen unter uns habe ich folgende Blütenrezeptur zusammengestellt. Da wäre als erstes echtes Springkraut, Impatiens noli tangere. Diese Blüte bringt das Vertrauen in sich selbst und die Natur und die Mitmenschen zurück. Außerdem lindert sie die Schreckhaftigkeit und das dauernde Misstrauen. Die
zweite Blüte ist die gelbe Schafgarbe, Achillea filipendula. Sie bringt denen Stärke, die dazu neigen, sich in sich selbst zurückzuziehen. Genau dort finden sie eine Gelassenheit, die aus dem Wissen um ihren eigenen ganz persönlichen Weg im Leben resultiert. Als dritte der Goldmohn, Eschscholzia californica. Der Goldmohn lindert Nervosität, bringt Ruhe und die Kraft zur Selbsterkenntnis. Er nimmt den inneren Zwang, sich ablenken zu müssen, und ersetzt ihn durch die Kraft zur Konzentration auf das Wesentliche. Dann kommt das Johanniskraut, Hypericum perforatum. Johanniskraut sorgt für eine gewisse Leichtigkeit und Zuversicht durch Beruhigung des Sonnengeflechts, was zu Ausgeglichenheit und innerer Sicherheit führt. Schließlich der Stechginster, Ulex europaeus. Er lindert Niedergeschlagenheit und Resignation und gibt die Gewissheit, ich schaffe es. Der Stechginster stärkt alle, die dazu neigen, zu schnell aufzugeben. 5 gelbe Blüten, die allesamt auf das Sonnengeflecht wirken, sollen dem HSP helfen, ruhig zu werden, die Reizschwelle zu erhöhen, den Selbsterhaltungstrieb und das Durchsetzungsvermögen zu verbessern. Aber es ging ja in diesem Vlog um etwas Mandelförmiges. Die Natur nutzt in der Regel erfolgreiche Konzepte für vielfältige Zwecke. Das Rad muss nicht bei allem, was sich drehen soll, neu erfunden werden. Weshalb also die Verwendung der gleichen Form für 2 ganz verschiedene Dinge? Schauen wir doch einfach mal. Der Mandelbaum stammt ursprünglich aus Asien, wurde aber später rund ums Mittelmeer heimisch und wächst heute auch bei uns etwas weiter nördlich. Die erste Mandelblütenessenz, mit der ich in Kontakt kam, erhielt ich in den 80er Jahren aus Kalifornien, hergestellt von Lila Devi, der Gründerin der damals noch Masters Essences genannten Blütenfirma, die heute Spirit in Nature heißt. Es sollte aber noch über 2 Jahrzehnte dauern, bis ich meine eigene Mandelessenz herstellte, was mehr oder weniger Zufall war. In meinem Kompost entdeckte ich nämlich eine gekeimte Mandel, die ich einpflanzte und zu einem Bäumchen heranwachsen ließ. Aus dessen Blüten entstand die erste Essenz. Später dann noch eine aus den Knospen und aus den gekeimten Mandeln eine dritte, die ich dann zum Mandeltrio kombinierte. Trios sind ein bisschen ein Hobby von mir. Dabei handelt es sich um Mischungen entweder 3 sehr nah miteinander verwandter Pflanzen oder 3 Essenzen derselben Pflanze in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, wie eben bei der Mandel. Das Mandeltrio wird hergestellt aus der Mandelblütenessenz, der Knospe und dem Keim, allesamt Prunus dulcis. Die Mandelblüte synchronisiert die inneren Rhythmen, die Bedürfnisse von Körper, Seele und Gefühlsleben, die Kontrolle und das Loslassen, Ruhe und Aktivität. Jemand nannte das die Funktion eines inneren Meisters. Man könnte auch Lehrer, Dirigent oder Regisseur sagen. Der weiß zu jeder Zeit, was für einen gut und richtig ist, auch wenn unser Bewusstsein noch keine Lösung entdecken kann. Ziel der Blüte ist es, den Abstand zwischen Bewusstem und Unbewusstem zu überbrücken, einen quasi eins werden zu lassen mit diesem inneren Meister. Es geht um Zentrierung, innere Ruhe und Selbstbestimmung. Sich nicht durch äußere Einflüsse aus der Fassung bringen zu lassen, sondern eben Meister seines Lebens zu bleiben bzw. zu werden. Ein weiter Weg für ein neugeborenes Baby, aber wenn wir nicht beginnen, ihn zu gehen, dann bleibt das Ziel auch so weit entfernt, auch wenn wir erwachsen sind. Wunderbare Aha-Effekte und plötzliche Durchbrüche habe ich bei der Mandelblüte noch nicht beobachten können. Weshalb ich es einfach passend fand, die Essenz der Mandelknospe mit ihr zu kombinieren. Sie setzt gleichsam einen Schritt eher an, beim Potenzial, das zur Entfaltung drängt. Genauer gesagt, bei den Selbstzweifeln. Wenn man nicht weiß, wer man ist, was man will und schon gar nicht, wie man es erreicht. Wenn man die eigene Kraft wohl erahnt, aber den Zugang zu ihr nicht findet. Mandelknospe ist für alle, die nicht wissen, wo es lang geht, die wollen, aber nicht können,
sich verwirrt und verirrt fühlen und auf irgendein Zeichen von außen wartet, das ihnen die Richtung anweisen soll. Die Essenz dagegen, die zielt nach innen. Was dort angelegt ist, ist das Beste für einen. Das zu entwickeln und zur Blüte zu bringen, dient diese Essenz. Die Essenz der frisch gekeimten Mandel schließlich lenkt den Energiefluss zum Basischakra, sorgt dafür, dass wir in die Lage kommen, uns selbst mit allem zu versorgen, was unser Wachstum fördert. Der Mandelkeim erdet und bietet die Grundlage für den Durchbruch zum Leben. Er synchronisiert die inneren Rhythmen, die Bedürfnisse von Körper, Seele und Gefühlsleben, die Kontrolle und das Loslassen, die Ruhe und die Aktivität. Das Mandeltrio, die Kombination dieser drei Einzelessenzen, hält uns während der Aktivität im Gleichgewicht, während Konflikten in Frieden und ruhig bei Aufruhr. Es enthält alles, was uns zu dem werden lässt, der oder die wir werden können. Es bringt Zugang zum inneren Potenzial, lässt es optimal nutzen und fördert die Entwicklung zur Vollkommenheit auf die ganz persönliche Art und Weise, im eigenen Tempo und Rhythmus, voller Vertrauen, dass am Ende alles gut wird.